Eine Triumph 1200 GT. Ausgemacht hätte ich einen Probefahrtstermin für eine Rallye, aber sie war einfach nicht da. Man hat schon immer wieder Glück. Ist wirklich der Hit. Bei der KTM hat es die Geschichte mit dem Tempomat gegeben, dass man einfach nicht gewusst hat, dass hinten auf dem Lenkrad noch einen Minusknopf gibt. Deshalb wieder mal danke an Euromotos Graz. Hier hat man mir perfekt weitergeholfen und hat gesagt, natürlich funktioniert der Tempomat richtig wie bei jedem Motorrad. Und hier, sexy Motorrad, Schlüssel dabei, scharf, bin gespannt. Sehr hohes Windschild. Brauchen wir nicht. Okay. Fühlt sich alles geil an. Sieht sogar gut. Das ist die Richtung. Schauen wir mal. So ein bisschen laggy hier. Ja. Interessante Sitzposition. Okay. Das fühlt sich speziell an. Also du sitzt irgendwie nach vorne unten geneigt. Ein bisschen komischer Sitzwinkel, so als ob du... Ja, okay, du kannst in der tiefsten Bucht sitzen. Da sitzt du angenehm tief. Und ja, das ist irgendwie sehr hoch. Spannend. Okay, Feld. Okay, machen wir es hoch für euch. Fällt nicht so leicht in die Kurve, also einfach wild geradeaus fahren. Ich setze eben die GT-Variante und nicht die Rallye, deshalb kleineres Vorderrad, 19 Zoll ganz normal. Nee. Das ist sehr merkwürdig, also sie ist irgendwie wie ein Träger, großer Bock, der irgendwie nicht wirklich in die Kurve will und dann schwimmt das Hinterrad so nach, irgendwie leicht, als ob du einen Anhänger hinten nachschleppen würdest. Sehr merkwürdig. Jetzt habe ich gedacht, da stemmt einer mit dem Stemmeisen und ich habe gedacht, irgendwas macht metallene Geräusche wie bei der Ducati früher. Der Sound ist aber geil. Aber das nutzt nichts. Also ich weiß schon nach den ersten Metern, passt nicht für mich. Sitzposition komisch, Fahrwerk komisch, fällt nicht richtig in die Kurve, passt nicht. Okay, der Tempomat kann man zumindest setzen. 2 Knöpfe gut sichtbar, vorne und hinten. Der Kupplungspunkt gefällt mir übrigens auch sehr gut, im Sinne von... Genau, der Kupplungspunkt ist auch sehr sexy. Bei der KTM war es mir zu weit hinten. Also wie gesagt, keine Ahnung, ob man es auch einstellen kann, aber hier passt eigentlich genau. Also so im zweiten Drittel, zwischen ersten und zweiten Drittel plus minus, vom Hebel eher an dem zweiten Drittel. Alles easy, alles easy. Das ist schon geil im Sinne von, ja, der Motor ist geil. Das sitzt wie 6 Range.
Also der Motor-Sound war gerade echt geil. Das ist auf jeden Fall nice. Ja, strange. Irgendwie strange. Ja, Bremse ballert gut. Da vorne ist echt kurvige Straße, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Aber ein bisschen verschmutzt. Also, Motorsound geil, habe mich verliebt. Auf jeden Fall, er ist wirklich krass wieder. Ja, ein bisschen vor der KTM und auf Level von der Africa Twin. Schlecht sagen, also ich finde einfach geil männlichen Motorsound und der ist auf jeden Fall geil und männlich für mich. Geil. Ich schaffe es auf Anhieb, den Tempomaten richtig zu setzen. Also ja, Motor geil, Schaltautomat geil. Das funktioniert alles. Schau mal, okay. Ohne Gas, kein Schaltautomat, aber voll in Ordnung, schau mal. Ja, und beim Schalten ist er wieder raus, aber ja, alles voll in Ordnung, man weiß es ja. Ja. Ein bisschen wie ein Schiff, so ein Segelschiff, so ein richtig hohes Segelschiff.
schon geil. Also ich habe ja einen Knopf und man sieht hier, die Sitzheizung ist aus. Okay, aber wenn ich ihn nochmal drücke, bleibt sie aus. Schau mal. Benebel ich. Ich habe schon vorher geschafft, dass sie an ist. Naja, jetzt. Aber dann geht sie wieder aus. Vielleicht ist sie nicht installiert, man weiß es nicht. Aber ist heute ziemlich frisch. Also, ja, ist heute ziemlich frisch. Das bedeutet, es wäre schon nice, wenn man zumindest Handgriffheizung. Oh, hier ist ein Knopf, okay. Jawohl, also hier, der ist echt mal unauffällig. Genau für die Handgriffheizung. Ja, an. Das Schild schaut schon riesig aus. Ich meine, das ist irgendwie sexy, aber das Schild ist zu groß. Ja, stehen, fahren, optimal eigentlich. Also man steht gut, man hat einen guten Oberschenkelschluss, würde ich sagen. Man spricht nur vom Knieschluss, aber ich finde immer wichtig, wie sich die Oberschenkel so anlehnen. Deshalb, man liegt gut dran. Ja, also das mit der Sitzbank ist echt speziell. Wohl der Arsch von den Engländern anders. Oh ja, habt ihr das gesehen, wie das leckt? Also man drückt den Mode-Knopf. Also warte mal, wir wechseln mal auf Sport, okay? Alter Falter, das ist im Ultra Laggy Slow Motion wie 1980. Also da ist noch besser auf jeden Fall wie die Honda Africa Twin. Also ich weiß nicht, ob das jetzt geil ist, aber ich fühle mich wie so ein Kampfjet von den Briten im Zweiten Weltkrieg. Also der Sound ist bombastisch, wie aus so Kriegsfilmen, wenn der Kampfjet so nach unten schützt. Keine Ahnung, wie aus Passoszenen wie Pearl Harbor. Jetzt kein kritisches Flugzeug im Einsatz, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt unendlich viele andere Filme. Also ja, Motor ist geil. Ihr habt gesehen, Vorderrad ist kurz hochgekommen bei der Kuppe, mega geil. Mir gefällt sowas. Der Moment ist da, zieht gut. Shit. Spannend. Tut mir echt schwer mit sowas. Was mir auch bei der KTM aufgefallen ist, dass einfach eine abartige Hitze hier beim linken Fuß rausgekommen ist. Fehlt hier komplett. Es hat natürlich heute auch gerade weniger. Aber ich glaube, das macht nichts aus. Im Sinne von gestern war das echt einfach in jeder Lebenssituation. Und ja, hier ist es einfach nicht, also die Hitze wird einfach anders weggeleitet, ganz bestimmt. Ja, sehr verschmutzt, machen wir schon Piano, aber ja, echt interessant. Keine Ahnung, ob ich da jetzt begeistert sein soll oder nicht. Gestern war ein regnerischer Tag, deshalb einfach heute cruisen. Wir können ja mal weiterschauen. Okay, also das ist Hardcore. Also zieht der Gas rein.
Ja, das war Rain, aber ich mache das mal langsam. Schau mal. Mode. Okay, und dann Wechseln. Okay, das geht ja alles. Fahrer, Sport. Okay, machen wir Sport. Bestätigen. Runter vom Gas und Animation. Ja, ich weiß, es ist halt mein Beruf. Ich lässt da vielleicht auf hohem Niveau, aber wieso machst du eine Animation, wenn sie ruckelt? Mach doch einfach keine Animation. Ich meine, wenn schon, mach's geil oder mach's gar nicht. Es ist so einfach, keiner ist unglücklich. Der Sechste, also man hört jetzt auch auf jeden Fall im Sportmodus, triggert das ABS definitiv schärfer, also du hörst auch, wie die Bremsen manchmal quietschen. Entschuldigung. Du hörst auch, wie die Reifen manchmal quietschen, einfach weil es kurz blockiert und danach wieder gelöst wird. Das bedeutet, ja, man spürt einen Unterschied zwischen Sport und Road-Modus. Okay. Ja, zu viel Leistung hat er jetzt auch nicht. Also keine Tendenz, dass das Vorderrad einfach so durchs Drehmoment nach oben geht. Spannend, echt spannend. Ich würde sagen, stellen wir uns mal irgendwo hin und schauen uns das an. Was gibt es zum Moped noch zu sagen? Wir können einfach mal rollen dabei. Schau mal, was die niedrigste Geschwindigkeit für den Tempomat ist. Echt, er geht unter 50, oder? Sehr sympathisch. Also Tempomat geht auch unter 50. Keyless-System. Ein Keyless-System, wo du aber trotzdem noch den Knopf drücken musst. Im Sinne von, du musst zuerst den Schlüssel aktivieren, länger draufdrücken und dann hier aktivieren, damit es dann sich überhaupt mal startet. Und danach kannst du erst starten. Also auf jeden Fall mehr Schritte als bei der Ducati und auch mehr Schritte als bei der KTM. Genau, Tankschlüssel, also Tanköffnung hier auch Keyless zu öffnen. Einfach normal nach dem Stehen bleiben, noch eine Minute aktiv, bisschen länger vielleicht. Ja, ach so, das müsste Nebellicht und Abblendlicht sein. Warte mal, hinter mir kommt ein Auto. Perfekt. Dann können wir hier gemütlich weiterquatschen. Schauen wir mal. Genau. Also ich muss echt sagen, von diesen Probefahrten am Land, du fährst so echt eine Stunde, ist schon ein bisschen Zeit, aber dafür hast du echt Straßen, wo du auch fahren kannst. Weil was bringst du, wenn du im Stadtgebiet ein Moped mietest oder Probe fährst? Du kannst ja eh nichts fahren, weil in einer Stunde kommst du ja nicht raus zu keiner Straße und kannst ein bisschen Spaß haben. Dementsprechend hier alles tiefenentspannt. Kurz aufpassen. Genau. Display sieht visuell geil aus. Das wär's, was es so zu sagen gibt. Spannend. Wir sollten irgendwo stehen bleiben und sie uns mal anschauen. Dann wissen wir mehr. Ja, man könnte jetzt, aber nein, verdammt. Es gibt doch keinen Grund, irgendwas zu riskieren. Wir fahren hier auch nicht hinten in den Schotter. Wir machen es ganz gemütlich. Probefahrt adäquat. Stellen uns hier mal ab. Schauen uns das Moped in Ruhe an. Okay, das war spannend. Motor überprüfen, ihr habt es gesehen. Was ich schon gehört habe, was ich ziemlich geil gefunden habe, und zwar, du kannst hier mal einen Ständer, habt ihr gesehen, der ist richtig geil rausgesprungen. Das ist jetzt komisch, aber bei manchen muss man sich ja so schieben. Besonders bei einer Teneré mit der Freundin im Urlaub habe ich es gesehen. Da war das Fahrwerk einfach so auch eingestellt, wenn wir zu zweit draufgesetzt sind, habe ich den Ständer gar nicht rausgekriegt. Der ist aber ja, da hat man die Maschine und schau, ja, bing. Ich mag das, wenn man gleich sieht, er ist in der Endposition. Gefällt mir auf jeden Fall. Im Sinne von Hebel war von der Anordnung, Schalthebel links und Bremshebel rechts, waren von der Anordnung ein bisschen anders für den Fuß am Anfang.
Aber er hat auch alles gepasst. Du kannst hier Zündung ausschalten und Notaus ist noch eins drüber, was ich ziemlich geil finde, weil bei den meisten ist ja dasselbe. Soweit, nice. Ja, also Motorsound voll von dabei. Beim Fahrwerk, ich habe jetzt keine Ahnung, ist das der Reifen? Ist das das Fahrwerk? Wieso wollte sie am Anfang nicht so wirklich in die Kurve reinfallen? Wieso will sie nicht? Ich habe natürlich mich auch schon schnell angepasst. Dann fährt man halt anders. So am Verhältnis habe ich das auch extrem gespürt. Meine ersten beiden Kawasakis waren definitiv einfach zum richtig reindrücken in die Kurve und du hast arbeiten müssen. Die BMW danach und auch die Multistrada sind halt einfach so schön reingefallen. Also es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Mopeds, die sich da unterschiedlich verhalten. Ich versuche gerade für mich festzustellen, ob sie mir gefällt. Also auf jeden Fall ist sie kein unschönes Motorrad. Also mir gefällt sie eigentlich. Genau, die Schnauze finde ich okay. Den Schniedel raus vorne bräuchte ich nicht unbedingt. Aber die Nebelscheinwerfer sehen auch gut aus, finde ich. Und die Seite ist sexy. Keine Ahnung, ich schätze, das hat irgendwas mit der Dämpfung zu tun. Ja, kann man so hinhängen. Braucht man, glaube ich, nicht unbedingt. So, der Teil hier, besonders hier, wo der Rahmen ist und Motor und alles, ist bei anderen Motorrädern schon deutlich sexier. Hier ist er einfach funktionell, aber du hast ja den Kardanantrieb anstatt der Kette, was auf jeden Fall wartungstechnisch super geil ist. Vielleicht macht es auch irgendeinen Unterschied beim Fahren, weiß ich nicht. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall die Schokoladenseite. Also ja, für mich in Ordnung. Es ist immer so, ich sage immer, ich setze mich drauf auf ein Fahrzeug und ich habe eine Connection oder ich habe keine Connection. Hier fehlt die Connection. Ihr wisst ja, manchmal kommt es auch auf diese tiefe, innige Beziehung an, die man über die Zeit aufbaut. Aber bei Zweirädern ist es halt so, draufgesetzt, passt oder passt nicht. Genau, das mit der Sitzbank ist echt spannend. Schauen wir uns das mal von an. Also was mir auch aufgefallen ist, das ganze Konstrukt, auch besonders die Sozio-Sitzbank, das sieht ganz anders aus als bei den anderen Bikes. Für mich jetzt. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber visuell sieht das eher so wie eine Stupsnase aus. Also bei den meisten ist es irgendwie so zusammengeschlossener, visuell eher zusammenhängender, ein bisschen sexier, finde ich. Hier finde ich das eher so stupsig, so ein bisschen unbeholfen, subjektiv für mich. Und unbeholfen vom Design. Die Sitzposition, ja. Also keine Ahnung, also wenn man ganz vorne drin sitzt, dann passt das schon. Aber eben was ich wenn ich zum Beispiel, wenn ich hier ganz hinten sitze, sind meine Arme komplett durchgestreckt, ist irgendwie ungemütlich. Und ja, von Haus aus bin ich halt ungefähr hier gesessen und dann rutschst du halt hier runter oder du spürst halt, dass du nach unten sitzt. Wir sehen es ja hier. Genau, sehr spannend. Man sieht die Sozius-Sitzbank, genau, gerade, ja eh normal. Genau, aber hier irgendwie auf den ersten Sitz ungewohnt. Schauen wir parallel, wie wir mit dem Weg... Alter, wieder kein Netz. Ich sag's euch, ich werde voll bekloppt in diesem Land. Ab kommende Woche habe ich einen neuen Tarif bei der Telekom. Bin jetzt 11 Jahre in Deutschland und immer wenn ich Netz brauche, habe ich keins. Das hat mich zu sehr gequält. In Österreich kennt man das echt nicht. Ich meine, ist hier irgendwas Besonderes? Nein, verdammt, das ist nicht mal irgendwie ein 3000 Meter hoher Berg und ich bin in der Schlucht. Nein, das ist einfach Land. Kein Netz. Alles klar? Passt. Deshalb ich wechsle wieder hier in Deutschland auf meine österreichische SIM-Karte, die nämlich hier im Telekom-Netz Roaming hat. Und habe wieder perfektes Netz. Also ich sage jedem, der neu in Deutschland ist, holt sich Telekom-Netz. Alles andere ist Substandard. Und Kongstar hat gute Tarife. Aktuell. Passt. LTE, perfektes Netz. Passt. Jetzt kann ich wieder mal schauen, wie ich nach Hause komme von hier. Also zum Moped-Händler. 15. Muss mich wahrscheinlich eh schon beeilen. Und zwar Triumph Schongau. Und hier war auch eine Tankstelle. Passt. Dann fahren wir zu der OMV. Können ein bisschen Stoff geben. 20 Minuten. Ist wieder die Frage, in welche Richtung man starten muss. Ich hätte auch gesagt, hier. Passt. Dann noch ein paar Fahreindrücke. Ich würde auf jeden Fall sagen im Sportmodus. Und dann... Was ich persönlich noch toll gefunden habe, ich habe gefragt,
Hier gibt es jetzt keine Einstellungen von wegen, fährst du allein, fährst du zu zweit, hast du eine Zuladung. Nee, das Fahrwerk macht das automatisch. Du kannst eben über Sport, Road und Rain einstellen. Auch die grobe, ist es weich, ist es hart, ist es mehr Komfort, ist es mehr Sport. Aber quasi so eine, also wie das Auto-Leveling, auch bei der Ducati zum Beispiel, ist hier Standard. Aber hier kannst du es auch gar nicht umstellen. Bedeutet, wir können es speziell nicht sagen, ich will jetzt, dass es eine Person ist. Oder wenn ich allein fahre, will ich, dass es super stiff ist und sage halt 2 Personen plus Gepäck plus super hart. Ja, das kann man hier nicht, braucht aber auch niemand. Ich finde es so geil, du steigst auf und egal was du machst, das Fahrwerk passt einfach für dich. Ja, also mit der Sitzbank, das ist schon wieder komisch. Und dann, schauen wir mal. Motor-Bremswirkung finde ich sehr angenehm. Ist nicht zu stark, nicht zu schwach. Genau bei der Ducati habe ich immer am Anfang als zu stark empfunden. Bei der Honda hat man sogar einstellen können, also Africa Twin, spannend. Bei der KTM war alles perfekt vom Gefühl subjektiv, so wie hier auch. Alles easy. Also, das ist sehr spannend. Also im ABS-Modus jetzt Sport, du spürst schon beim Anbremsen auch, wieso das Hinterrad so ein bisschen, also greift sich löst, also dementsprechend ein bisschen schwimmt, du kommst schon so daher. So, vielleicht ein bisschen zu grob für den ABS-Modus, würde ich sagen. Also ich meine, ich möchte schon, ich höre es gern, dass es quietscht zum Beispiel, aber ich möchte trotzdem schon, dass das Bike natürlich bestmöglich gerade Linie macht und nicht so ein bisschen daher zappelt. Aber ja, schau mal. Okay, das ist jetzt der Road-Modus, also hinten perfekt stabil, du hörst auch nichts mehr. Dafür spürst du vorne so ein bisschen stoppeln, im Sinne von, ja, ich bin nicht ganz sicher, soll ich probieren, soll ich nicht probieren, festmachen, lösen. Wie ist immer so ist im Leben. Genau hinter der Kuppe kommt der Schmutz, aber ja, wir kennen ihn noch von vorher, dementsprechend auch immer schön Piano über die Kuppe fahren, dann hat man nichts zu befürchten. Ja, spannend, also das Bremsverhalten, selten. Ich habe glaube ich noch nie was negativ beim Bremsverhalten für mich selber festgestellt, außer hier, by the way, meine kleinen, meine Eier sind schon wieder hart reingerutscht hier bei diesem Sattel in die Fuge und hat ein bisschen gezwickt. Das Bremsverhalten, ich würde sagen, ist etwas grob. Im Sinne von, ja, du musst es schon hart mögen, dass du arbeitest. Also du spürst, wie es vorne ein bisschen beißt und wie es hinten ein bisschen arbeitet. Also das geht's liefern.
Ja, stört mich nicht. Ich bin mehr der Mann, der eh fahren will, aber anders halt. Anders und gröber auf jeden Fall als bei anderen Mopeds. Und ja, muss nicht sein, wenn man es komfortabler haben will und subjektiv natürlich auch sicherer. Nimm was anderes, weil Unruhe im Bike immer ein wirkliches Sicherheitsrisiko. Schauen wir mal. Also so, wenn der Tacho läuft und ich das so aus dem Augen mitbekomme, finde ich das geil, gibt ein gutes Gefühl, du siehst, wenn ein roten Bereich kommt, du kannst gut schalten. Du spürst auch vom Motor sehr gutes Feeling. Ich würde sagen, Drehmoment, Power, also Sitzbank passt nicht für mich. Genau, Drehmoment, Power, kommt perfekt, kannst du gut kontrollieren. Beim Anbremsen ist sie einfach unruhig, ich nenne sie jetzt schon eine Sie, kommt schon ein bisschen in Richtung Diva, aber ist geil, wir lieben die pure Brutalität. Und ja, also sehr geiler Motor. Genau, sehr geiler Motor. Und ja, im allgemeinen Fahrverhalten schon auf der gröberen Seite. Also könnte man auch der KTM geben. Die KTM hat auf jeden Fall den brutaleren Motor. Aber bei diesen Sachen, die natürlich auch wichtig sind, anbremsen, vor der Kurve reinwerfen, wie ist das Fahrwerk, ist es stabil, gibt es ein gutes Feedback, ist die KTM weit vorn. Und viel ruhiger als hier. Also, wir testen jetzt auch mal so untertourig rollen, easy, gar kein Problem, sehr smooth. Jawohl, rechts abbiegen, genau. Drücken lässt sie sich auch gut. Interessantes Moped, also ich bin sehr froh, dass ich die Probe gefahren bin oder habe. So, der Sound ist sehr kernig, finde ich, also richtig unten raus so. Ja, auch so jetzt im Rollen runterschalten ohne Kuppeln. Sehr angenehm. Im Kupplungspunkt finde ich mega geil. Also ihr habt es gerade gehört, einfach so runtergeschalten. Hat auch beim Runterschalten mögen, ich muss nur kurz dem Navi auch zuhören, genau beim Runterfahren mögen die meisten Schaltautomaten das nicht ganz und du hast eine leichte Verzögerung, irgendwie so leicht unsmooth, finde ich. Genau hier war das jetzt echt so richtig geil rein. Also rein, runterschaltet. Oh, Junge! Oh, das war eine Notbremsung und er hat mir voll auf die Eier gehauen. Nein, das war nicht cool. Im Sinne von, ich dachte mir, wenn ich schon so mit 100 an die Kreuze dran roll, kann ich die Notbremse wieder mal testen. Das war hart. Im Sinne von, vorn hat er bei dieser supergeilen Sitzbank mir auf die Kekse gehauen. Hinten, das Heck hat geschmiert und geschwommen, also auch ein bisschen links, rechts. Und vorne hat er extrem hart noch eingefedert und hat auch noch einen Ruck gegeben. Würde ich sagen, Minuspunkt, weil instabil. In solchen Szenarien, ja, vielleicht hat es mit dem Timing nicht ganz gepasst, aber
Ich finde immer, es ist ein wichtiger Test, weil du kannst ja nie vorbereiten, wann du eine Notbremsung machst. Du bist einfach in einer Situation und in der Achssekunde haust du einfach beide Eisen voll rein. Dann muss das Bike maximal performant bremsen und stabil bleiben. Vielleicht musst du auch noch irgendwo vorbeifahren. Genau, das war gerade hart. Wenn du Schmerzen in den Eiern hast, bevor du einen Moment ins Auge siehst, den du vielleicht nicht brauchst, genau, ist es auf jeden Fall uncool, hatte ich noch nie. Immer wieder was Neues. Ja, ist wie so ein großes Schiff, einfach echt wie so ein Schiff, wie so ein Segelschiff. Also ein bisschen im Wind, aber so richtig Bock. Auf Action, auf Kurven hat er nicht. Eher so wahrscheinlich Schönau hier besuchen. Willkommen in Bayern, im wunderschönen Schongau. Genau, eher so touristisch hier Schongau besuchen. Aber ja, immerhin bin ich von Haus aus gleich in der Lage, den Tempomat zu bedienen. Spannend. Wir können auch mal von 70 runterbremsen. Ah, shit. Das ist genau gleich. Also du spürst dieses Anti-Dive-In bei KTM und bei anderen BMW GS hat es durch einen Spezialmechanismus. Und die Ducati hat es auch gehabt, also dass die Gabel dicht macht, wenn du halt eine harte Notbremsung machst vorne. Finde ich absolut super wichtig. Einfach für das direkte Fahrverhalten. Und hier tauchst du maximal ein, heißt für mich auch, ist raus. Genau, also 2 Punkte ist raus, das Dive-In beim harten Anbremsen und das schiffige Verhalten, hört sich beschissen an, ist nicht böse gemeint, wie ein Schiff, das Verhalten vom Fahren wie ein Schiff, sie will nicht wirklich in die Kurve und dass das Display laggt, ist sehr traurig. Da würde ich noch das Honda Africa Twin Display, das einfach alt ist, bevorzugen. Ja, spannend. Aber ja, eben absoluter Pluspunkt, der Schaltautomat beim Runterschalten, mega geil. Auch das Feedback von den Knöpfen hier, absolut transparent, hier Blinker, man spürt schön, dass er blinkt, dass er eingerastet ist. Man findet auch alles, genau, ist schon geil. Ja, Tankanzeige hier unten, alles gut. Das Display ist auch sehr aufgeräumt. Gefällt mir wirklich auch. Also die Infos, Temperatur, Uhrzeit, Tempomat. Man sieht alles, Handgriff, Heizung. Nice. Gibt absolut nichts zu sagen. Wir können ja mal noch schauen, was die Untergeschwindigkeit vom Tempomat ist. Ja, 30 mag er auch nicht mehr. Da war die Ducati voll vorn dabei, muss man sagen. Manche Sachen weiß man erst im Nachhinein. Ja, will er 40? Ne, lässt sich auch nicht aktivieren. Okay. Das heißt, unter 50 war wohl eher Glück. Genau, man kann ihn über 50 aktivieren und dann manuell runterschalten. Geil. Aber unter 50 kannst du ihn nicht aktivieren. Ich liebe die Technik. Ja. Wer jetzt was Gröberes würde ich stehen bleiben und es auf die Seite geben, aber auch ein Mopedfahrer kann hier ohne Stress drüber fahren. Also brauchen wir die Welt nicht beschützen und wir können zeitgemäß tanken und das Moped zurückgeben. Ich liebe die Technik. Gehen die Leute hin. Ja, geil, geil, geil. Also ich bin super froh, dass ich die Stunde investiert habe für die Probefahrt, um einfach zu wissen, was Sache ist hier. Schön. Sonne scheint, alles geil. Ey, Junge, Mädchen, Frau, was auch immer, Herrchen, Kind, nicht einschlafen hier, kein Smartphone bedienen. Autofahren im Straßenverkehr, bitteschön. Auch unten raus super gut. Ich hätte jetzt gedacht, das Hinterrad beim Rechtsfahren mit Gas hat ein bisschen geschmiert,
Aber er ist ja voll in Ordnung. Und also Motor von der Power vom Drehmoment, sehr geil. Aber dass er mir die Eier hier eingezwickt hat, vergesse ich ihn nie. Jetzt wollte ich noch mal schauen, wie er zieht, aber wir fahren schon die vorgeschriebene Richtgeschwindigkeit hier. Spannend. Wow, Tank easy zu öffnen, super stressfrei reingekriegt. Und schauen wir noch, dass er hier voll anzeigt. 2 Liter, mehr bin ich auch nicht verfahren. Was haben wir hier? Nummer 1. Geil. Servus. Passt, so jetzt echt ausschalten. Und jetzt ist die Frage, okay, lang drauf bleiben. Ist auch echt geil, dass Hintermeier, also der Name des Autohauses hier, sich einfach hier in die Software rein graviert hat, dass du das beim Ein- und Ausschalten siehst. Phänomenal, dass sowas geht. Passt, bis gleich. Ich nehme mal an, ihr läuft wieder. Wir schauen kurz. Yes, mega geil über den Spiegeleffekt gesehen. Gefällt sie mir, wenn ich hier rauskomme aus der Tankstelle? Ansehenswert, wenn ich sie noch nie gesehen habe, aber ist nicht mein Motorrad. Genau, kann man so sagen. Also hochachtungsvoll. Gefällt sie mir, aber nicht für mich. Politisch korrekt. Genau, spannend. Cool. Ich finde, sieht auf Fotos geil aus. Soll es ja auch geben. Also Kardanwelle ist echt krass. Ich hätte gern mal ein Moped mit Kardanwelle besessen. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch. Ah, stimmt, jetzt muss ich den Schlüssel aktivieren. Und wir haben hier das volle Paket an Features. Also ohne, dass man den Schlüssel nicht aktiviert hat, geht hier mal gar nichts. Jetzt hole ich mal den Schlüssel raus. Genau, er hat auch schon immer so gehalten, also beim Schlüssel muss man bei Licht wohl schwer ablesbar. Aber okay, er ist schon grün bei mir jetzt. Okay, was bedeutet das? Wenn er... Wieso ist er nicht grün? Weiß ich nicht. Ist mir aber egal. Genau. Also, einfach gestartet, alles funktioniert. Jo, passt doch eh perfekt. Du kommst vom Tanken, es läuft. Das war merkwürdig. Wieso hat er mir kurz das Menü gezeigt, wenn ich auf Start gedrückt habe? Du kommst vom Tanken, es läuft. Egal, auch egal. Scheinbar noch ein paar Glitches in der Software. Okay. Aber kann uns ja auch egal sein. Gerne. Genau, und wie schon bei dem letzten Video, bei Probefahrten immer mehr Gas geben. Wenn du wegfährst und über die Kupplung arbeiten, auf keinen Fall abwürgen. So ein Moped, wenn du nach rechts oder links fährst. Ich spreche aus Lebenserfahrung. Also selten, dass ein Schaltautomat so Spaß macht beim Runterschalten. Man genießt es richtig, wie sanft der einkuppelt und du dann weiterrollst. Besser kannst du es selber nicht machen. Und ja, die Sitzbank und das Einlenkverhalten. Spannend, wie gesagt, interessant. Sehr, sehr interessant. Waren coole Eindrücke. Schau mal, wo wir hier reinfallen können. Auch sehr interessant. Ausschalten.
spannend. Sehr, sehr spannend. Dann, ciao. Bis, wie bisher schon bekannt, zum Feedback aus dem Auto. Hei, super spannend. Also echt interessantes Bike. Wie gesagt, ich wollte eigentlich die Rallye-Probe fahren mit dem größeren Vorderrad. Die war nicht verfügbar, obwohl es ausgemacht war. Egal, danach ist sie verfügbar gewesen zum Anschauen. Genau, visuell. Hier noch ein, zwei Eindrücke. Die Rallye-Version, so hätte ich sie mir auch konfiguriert, sieht mega geil aus. Gefällt mir echt super gut. Genau, primäre Kritikpunkte für mich. Schwergängig, fällt irgendwie schwer in die Kurve. Keine Möglichkeit auch, ich habe noch gefragt, kein Anti-Dive-Feature im Sinne von, vorn wird sie immer einsacken. Das mit den Notbremsversuchen, das war echt happig im Sinne von, ja, du kannst dich vorbereiten, dass es vorn eindived, das kriegst du noch hin, aber dass man meine Keks hier angeprellt hat, werde ich ihnen nie verzeihen. Und ja, allgemein auch, dass es nicht so ganz bombenstabil ist vom harten Anbremsen vor Kurven, finde ich suboptimal, einfach für mich nicht geeignet. Allgemein schönes Bike, dementsprechend, das sind so meine Eindrücke zu dieser Probefahrt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weiter interessiert seid, wie die ganze Geschichte weitergeht, bleibt dran, lasst mir ein Like und ein Abo da. Wir hören uns. Aktiviert auch gerne diese Glocke, damit ihr auf jeden Fall bei jedem Video informiert werdet. Ganz spannend. Dementsprechend, ciao, ich bin weg und my feelings go into the direction of KTM, würde ich sagen. Geiler Bock. Servus. Oh yeah. Lustiger Nachtrag, den wollte ich noch unbedingt teilen. Meine Hose sitzt jetzt noch etwas ungemütlich und zwickt. Einfach wegen diesen Notbremsmanövern. Yeah. Nicht cool. Ciao. Noch ein kleiner Kommentar zur Probefahrt und zwar echt merkwürdig. Der Händler hat mir fix gesagt, die Rallye-Version hat 4 Jahre Garantie. Auf der Website steht 100%. Screenshot hier. Sie hat nur 3 Jahre Garantie. Er hat gemeint, muss ein Fehler auf der Website sein. Ich sag, ich denke nicht. Wir wissen es. Ich würde auf jeden Fall nur der Hersteller-Website vertrauen. Zu viel falsche Informationen von Händlern schon bekommen in meinem Leben. Dementsprechend, ja, nur dass ihr es mal gehört habt. Ciao.